Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Heute haben wir ein neues Showdown-Duell aus der Bundesliga. Es ist das Hauptstadtduell zwischen Suat Serdar und Genki Haraguchi von Union Berlin. Wir schauen uns den Spieler von Hertha BSC, Suat Serdar, mal im Detail an und gehen gemeinsam in die SBC-Lösung. Aktuell kostet euch der Spieler ca. 145 bis 150.000 Coins. Das ist natürlich immer abhängig, auf welcher Plattform ihr denn gerade spielt, oder nach aktuellen Marktgegebenheiten können auch Preisschwankungen vorkommen. Das Spiel findet im Olympiastadion statt, aber Eisern Union, da sind wir dabei. Schauen wir mal, wie es enden wird, und der Gewinner dieser Partie, der bekommt eine Aufwertung von +2. Sollten sie sich mit einem Remis trennen bzw. die Hand geben, was ich nicht hoffe, dann gibt es eine Punkteteilung und der Verlierer geht leer aus. Wir schauen uns nun Suat Serdar mal im Detail an. Und so sieht er aus, 88 bewertet, und wenn wir uns schon mal allein die Face-Stats ansehen, das sieht schon gewaltig aus, nach einem sehr, sehr guten Sechser mit den Arbeitsraten hochmittel. Ja, natürlich, hier fehlt ein bisschen was an Skills und dem schwachen Fuß, aber auch ein Kanté aus der Premier League, und der ist absolut Meta, oder beziehungsweise in der Goldkarte war er Meta, in seiner Totti-Karte ist absolut Meta, aber auch hier, lasst euch da nicht täuschen vom schwachen Fuß oder von den Skills auf der 6er-Position. Ihr könnt ihn auch von mir aus in der IV spielen. Die Stats hat er auf jeden Fall dazu. Vielleicht ein bisschen langsam, man muss ihn schneller machen oder vielleicht auf eine Aufwertung hoffen. Geht er absolut fit. Ja, gibt man ihm noch Shadow, dann hat er natürlich die Pace, und die Verteidigungswerte, die sind schon fast am Maximum angekommen. Gretchen hat er als defensiven Trade noch hin dazu. Und als offensiven brauchbaren Trade hat er den angeschnittenen Schuss. Also rundum eine gute Karte. Da kann man nicht viel meckern, gerade für den Preis. Ja, wo ich vielleicht meckern könnte: uns fehlt in der Bundesliga vielleicht noch mal ein guter Stürmer neben Lewandowski. Vielleicht kommt da was. Spätestens zum Tots sollte aber was erscheinen. Da hätte ich mir doch gerne mal einen Stürmer gewünscht. Ich denke, wir haben genug zentrale Mittelfeldspieler-Karten. Naja gut, gehen wir rein. Karte sieht gut aus. Wenn ihr machen wollt, dann gönnt ihr ihn euch. Und dann würde ich sagen, rein in die erste SBC. Ich schaue noch mal gerade, ob es ein paar Packs zurück gibt. Nicht der Rede wert. Wir haben in der letzten SBC ein 12,5k Pack. Sonst, nimmt man mit, aber rechnet euch das nicht damit schöner. In der ersten SBC haben wir folgende Bedingungen. Deutschland braucht man mindestens einen Spieler, Teamgesamtbewertung 82, Teamchemie 80 und natürlich 11 Spieler. Und wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt erst snipen. Alle Teams könnt ihr 1:1 nachkaufen. Ihr benötigt dafür keine extra Loyalität und auch keinen Positionswechsel. Dann würde ich sagen, legen wir los. Let's go. Und damit haben wir diese SBC erfolgreich abgeschlossen, zumindest die erste. Der Preis dafür beläuft sich auf ca. 13.000 Coins. Und somit fahren wir fort mit der zweiten SBC Bundesliga. Und hier, wie es der Name verrät, brauchen wir einen Bundesligaspieler. Teamgesamtbewertung 84 wird benötigt, eine Teamchemie von 75 und auch hier natürlich 11 Spieler. Und auch hier gehen wir einmal fix durch. Let's go.
Und damit haben wir auch die zweite SBC erfolgreich abgeschlossen. Kostenpunkt hierfür ca. 55, na sogar eher weniger, 54, 53.000 Coins. Das kann sich natürlich immer sehr, sehr stark variieren, aber ihr seid ja natürlich schnell, beziehungsweise beim Snipen seid ihr gut unterwegs und von daher kauft ihr ohnehin ja ein bisschen besser ein. Und ja, dann die letzte SBC, 85er Gesamtteam wird hier erfordert, Team Chemie 60 und auch hier natürlich 11 Spieler und auch hier gehen wir einmal fix durch. Let's go! Und damit haben wir auch die letzte SBC erfolgreich abgeschlossen. Kostenpunkt hierfür ca. 85.000 Coins. Das soll es soweit gewesen sein. Vielleicht auch sogar noch ein bisschen günstiger in der SBC. Da habe ich nochmal ein bisschen günstiger rausgekramt. 82.000 oder 80.000, je nachdem. Das soll es soweit gewesen sein. Ich finde, die Karte sieht schon ganz gut aus. Mal gucken, ob sie ein Upgrade verdient hat. Mal schauen. Schauen wir mal am Wochenende, ne? Und das soll es gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ich euch weiterhelfen konnte. Dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Gerne auch einen Kommentar da lassen, für welche Mannschaft ihr seid oder welchen Spieler ihr abgeschlossen habt. Vielleicht habt ihr auch schon mal eine eigene vielleicht habt ihr ihn schon gespielt, könnt schon mal eine kleine Einschätzung abgeben. Ich würde mich natürlich und vielleicht auch viele andere würden sich über eure Einschätzung sehr freuen. Ansonsten lasst auch gerne hier ein kostenloses Abo da und falls ihr es auch noch nicht gemacht habt, dann könnt ihr mich auch gerne kostenlos beziehungsweise kostenlos abonnieren, ist falsch gesagt, weil auf Twitch heißt es ein Follow dalassen. Könnt ihr gerne auf Twitch dalassen, denn ich werde da jetzt zukünftig regelmäßig streamen. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Ich würde mich freuen, wenn man sich dort sieht. Auch nicht nur FIFA, aber hauptsächlich FIFA. Okay, in diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace.